wunderschönen guten Morgen an alle lieben Menschen da draußen. Jetzt hat es uns tatsächlich erwischt. Nach über 2 Jahren. Feuertaufe oder sowas? Ja. Endlich mal ein Reifenschaden. Und kein Reifendienst mehr da. Alles muss man selber machen. Aber das Schöne ist ja, wir haben ordentlich aufgemerkt. Wir haben gelernt in der Zeit. Dementsprechend überhaupt gar kein Problem. Können wir jetzt selber. Richtig. Notfallstopfen rein. Das hält das Wochenende und bis zu Hause. Und dann kommt der Reifen runter und Pilz rein. Gruß geht raus an Kai, André, Dustin, Jasmin. Die ganzen Gummiköppe. Torx-Schraube mit irgendeiner Hülse dran. Das ist schön. Das hänge ich mir, glaube ich, am Rückspiegel. So. Sieht doch schön aus. Und dafür fährt man die ganze Zeit so eine Scheiße spazieren. Gruß an Jasmin. Und danke an André, dass du den LKW nochmal leer gemacht hast. Dafür habe ich jetzt so Krempel. Dann widmen wir uns jetzt mal den Sachen, die für dieses Wochenende tatsächlich geplant sind. Nämlich dieser hübsche Schornstein da. Problem ist, von hier sieht man es jetzt nicht ganz so gut, aber der ist ziemlich bröckelig. Den müssen wir winterfest machen. Das ist auf jeden Fall Projekt Nummer 1 für heute. An der Bruchsteinwand ist endlich die Leiste mit Beleuchtung dran. Das lange währt, wird endlich gut. Da habe ich auch noch ein paar neue Bürstchen im Gepäck, dass ich die noch zu Ende sauber machen kann. Und dann ist das Projekt nämlich auch abgeschlossen. Erstmal alles Bröselige weg. Da kein Schwerstempelhammer, das ist extra Nobel hier ist das. Das ist nicht immer so. So, Küche haben wir geholt. Jetzt sind wir mal wieder hoch hinaus. Wintervorbereitung. Wird ein kalter Winter, der Schornstein muss höher. Nee, Quatsch. Das obere Zeug, das war so bröckelig und locker, das wäre früher oder später von alleine abgefallen.
Ja, haben wir jetzt entfernt und mauern die ganze Geschichte jetzt mit Ziegeln wieder auf. Bringst du mir einen Handfeger und ein Kehrblech mit? Ja. Brauchst du den Eimer auch noch? Ja, einmal auch noch. Ja, kann ich das direkt mal. Ja, 39,5. Ja, abzüglich 1 cm Fuge. Ist quadratisch? Ja, so ziemlich doch. 39 kannst du rechnen, ja. Da muss man 38 cm, aber ein bisschen Fuge dabei. Ja gut, dann gehe ich mal runter und lege das mal zusammen und überlege das mal. Ich meine, ich denke, ich habe genug Steine gekauft, da hängt jetzt nicht dran. Ne? Das war mir jetzt sicher, bitte da noch Stein drauf haben. Ja, aber einfach ums Machen, einfach möglichst wenig Verschnitt und dann noch anständiges Aussehen. Ja, aber 300 cm ist schon dick, ne? Lass uns mal die Filie schneiden. Ich mache mal was Spieß direkt an. Bei Hochkantmauer, die wird auch von der Breite passen. Aber das ging dann. Die Weite wäre hier noch richtig hochkant, der erste. Aber dafür ist das wieder zu hoch. Ich wollte das schon so ziemlich bündig auf die Ton stellen. Abschneiden kannst du, musst du immer. Also ich wollte sie beschneiden, die jetzt mal auf 7. Oder 8 habe ich gesagt, ne? 8 hatte ich gesagt. 9 ist das. Dann mal einmal der erste Stein auf 8. Den Rest brauchen wir nicht mehr abzuschneiden. Da ist die Breite genau richtig. Ja. Wir schneiden jetzt mal 4 Stück auf 8. Ich hatte leider behauptet, das vergessen gehabt. Das ist am Montag, dass die mir den Großflex mit Diamantbremsscheiben mitbringt. Darum das war jetzt nicht so. Steinscheit geht auch. Legen wir unser Brett auf den Boden. Zuschnitt ist erfolgt. Jetzt muss das nur noch passen, was ihr da fabriziert habt. Das wäre eine gute Sache, wenn es passen würde. Ich denke schon. Ja, klar. Ansonsten würde es passen gemacht. Ja, kriegen wir hin. Habt ihr denn korrekt geschnitten? Ja, dann alles gut. Das passt wieder. Das passt gut. Chefin ist heute verhindert, deswegen kocht der Chef selber. Ja, genau. Ich tue mein Bestes. Also riechen tut schon ganz hervorragend. Ja, es ist wahrscheinlich erfolgreich. Es wird definitiv satt machen. Auf jeden Fall. Seid ihr zufrieden mit eurem Werk? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Ich bin auch. Nee, alles gut. Der Stein ist noch kriegelig, aber es sieht gut aus. So, die Baustelle kennen wir auch schon. Guten Tag. Ja, der Raum hier war fertig. Eigentlich komplett. Und das von einer, war das eine Fachfirma? Fachfirma aus dem europäischen Ausland. Ja, also die fliegenden Polen oder irgendwie. Genau, sowas. ja. Ja, also nach und nach hat sich dann herausgestellt, irgendwie haben die auf diese Wand insgesamt zwischen 10 und 15 cm Putz. Ja, 10. Roundabout 10. Ja, und dann ist dann halt wieder runtergekommen. Fing mit Haarrissen an und ging dann halt weiter. Ohne Netz und Doppelboden. Hervorragend. Ja, das heißt, Qualitätsarbeit. der ganze Schrott wieder runter Ja. und einmal neu. Genau. Ist geil. So ist, das ist so richtig so ein ja, so möchte man das haben, so will man das auch und so wird man auch nie fertig. ja, vor allem Fachfirma,
Ja. macht sowas schnell fertig, wird dann bezahlt und im Endeffekt stehst du wieder da rum und musst den ganzen Scheiß dann auch mal selber machen. Ja, ist ja Fachkräftemangel? Vermutlich, ne? Ja, auch. Ne? Entweder mangelndes, entweder keinen Bock oder keine Ahnung oder. Das weiß man eigentlich von vornherein, dass das so nicht klappen kann. Das ist, wenn man es gelernt hat, ja. Ich meine, ne, der Hersteller gibt ja auch gewisse Maße vor und Dicken und so weiter. Und ich habe noch keinen Hersteller getroffen, der sagt, 10 cm übernehmen wir die Gewährleistung. Nö. Da wird ja wahrscheinlich auch jeder gelernte Verputzer, Maurer oder sonst was sagen, hör mal, vergiss es. Ja. Also von daher, naja, Also, man kann ja da so ein bisschen so im Streifen sehen, wo es denn hingegangen ist, die ganze Geschichte. Und nach unten. quasi das blau abgeklebte war dann Ja, so ungefähr. Also Ende Putz. Ja. Also es war dann auch so ein richtiger cooler Keil im Prinzip. Ich weiß es nicht. Also das heißt, jetzt hast du eine Schicht Putz schon wieder drauf. Ja. So, und dann haben wir mal einen Zollstock drauf. Und dann haben wir jetzt noch 5 cm, die ursprünglich mehr drauf waren. Also Respekt. Ja. Dass es überhaupt so lange gehalten hat. Oder nicht. Ja, wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung. Genau. Ja. Mal abwarten, welche Wand als nächstes kommt. Ja, ich hoffe keine mehr. Hoffen wir das Beste. Ja, weil hier soll man einziehen. Also hier muss es jetzt fertig werden. Da haben wir jetzt auch keinen Spielraum mehr, zeitlichen Spielraum mehr. Und somit muss das jetzt final fertig gemacht werden. Aber das ist jetzt nur ein Raum von 3. Nebenan hast du auch noch Risse in der Wand. Da sind noch mehrere Risse in der Wand. Also ja, es ist eine Baustelle mit ganz vielen Überraschungen. Mit ganz vielen Überraschungen. Und manchmal doch schlaflose Nächte und Bauchschmerzen. Und das Schlimmste ist, dafür wurde schon Geld bezahlt. Ja. Und nicht zu knapp. Nicht wenig, nein. Letzte Ich sag Anfang. grad vor, bis ich gesehen habe, dass du in der Tür stehst. Ja, das kann ich nicht. Wie immer sonntags. Nick hat die Haare schon schön. Vorher, nachher? Nachher, Henrik, vorher? Vorher, Machen wir die nachher. Haare jetzt noch schön. Ja, Henrik hat keine schönen Haare. Noch nicht. Nicht. Ich tue mein Bestes. Die schönen Ist Haare gut, kommen Kathi. ab. Oder? Die schönen. Die schönen Haare kommen ab. Ja, Muss dann. ja beinahe schon lachen. Schauen wir mal. Bei uns da hinten ins Haarezimmer geht. Nee, wir haben gesagt, wir machen es heute. Oh, diesmal machen wir es auf dem Balkon. Wie wurden deine nicht hier geschnitten? Nee, aber Henrik, hast du einen Besen dabei? Ich hab doch gesagt, wir machen das in einem Abwasch an einer Stelle, damit das... Nein. Ja? Nein. 12,9 oder 9,6? Ja, 12,9 ist super. 12,9. Also du wolltest erst die Mitte machen, oder Jodas? Den invertierten Irokesen. Henrik macht doch 3 und Das funktioniert bei meinem Haaransatz aber nicht. macht doch 3. Ja, vor allen Dingen den Unterschied siehst du nur so semi. Ah, scheiße. Wieso fällt mir jetzt das ganze Haar ins Nacken? Weil er nicht Weil du kein Malerflies Weil kein Haarflies mehr da ist. Scheiße. hast. Du mal irgendwie Mülltüte oder so? Sonst fliegen hier wirklich die Haare überall rum. Der hat doch da die Folie mit Klebestreifen. Ich finde das gut. Ja, die So. Minuten. alle Rechnungen werden die Fertig. Jetzt muss die Sind wir schon fertig? Ja. Jetzt noch Ehrlich? Haare vom Stuhl runterwischen und dann... Fühlt sich noch gar nicht so. Oh. Boah, was ein Haarschneider. Geil, ne? Sachen abschneiden ist ansteckend, ja? Ja. Ja, Vorsicht. Immer noch Mensch, Wie lange liegt das denn schon hier? Keine Ahnung, das ist bestimmt doch Flutwasser oder so. Irgendwann trocken werden. Das ist eine schöne Szene gerade. Ja, gibt doch hier diese, wie heißt die Scheiße da? Flexibars. Diese Fitness- Was? Flexibar. Flexibar. Das ist auch schon wieder schön.